eine Spaltung der Partei vermeiden wollen. Ein bunt gewürfelter Haufen der unterschiedlichsten Gruppen, die sich 3 Tage lang um Perspektiven für eine gemeinsame Arbeit mühen wollen. Alles, was Grünen wert und wichtig scheint, soll dabei diskutiert werden. Man sucht nach der Summe der Unterschiede. Manifeste gibt es massenweise, Abstimmungen sind nicht vorgesehen. Der Widerspruch zwischen Partei und Bewegung scheint vorerst nicht lösbar. Statt Kasernen und Giftgasdepots zu blockieren, werden politische Aktionen durch von außen und von Einzelnen aufgezwungene Pro-NATO-Diskussionen blockiert. Grüner Aufbruch nennen sich jene, die nach einer neuen Mitte suchen, nach dem Kompromiss. Ich glaube, dass die Hauptursache dafür, dass wir so die Partei empfinden, die Angst vor Niederlagen und die Erfahrung mit Niederlagen ist, nämlich die eigentlich schwer erträgliche Wahrheit, dass es grundlegende Veränderungen dringend nötig wären, aber dass sie gegenwärtig für uns mit unseren Mitteln nicht möglich und nicht durchsetzbar ist. Die Begegnung mit der eigenen Basis brachte Partei- und Fraktionsführung einigermaßen in Verlegenheit. Denn die will keine Flügelkämpfe, sondern Einigkeit in der Spitze und Unterstützung vor Ort. Und das heißt nichts anderes, als wieder praktische Parteiarbeit zu leisten. Die Diskussionsthemen der nächsten Tage lassen eher das Gegenteil vermuten. In den beiden Spielen der Gruppe 1 der Fußball-Europameisterschaft gewannen heute die Mannschaft der Bundesrepublik gegen Spanien 2:0 und die Italiener gegen Dänemark mit ebenfalls 2:0. Die Wettervorhersage für morgen Sonnabend, den 18. Juni. Im Nordseeküstenbereich zeitweise stark bewölkt, aber kein Niederschlag. Sonst heiter bis wolkig und trocken. Nachmittags und abends im Süden zum Teil auch starke Bewölkung und vor allem in Alpennähe einzelne Gewitter. Tiefstemperaturen 9 bis 14 Grad. Tageshöchstwerte 21 bis 26 Grad. Schwacher bis mäßiger, in Gewitternähe böig auffrischender Wind aus Nord bis Nordost. Die weiteren Aussichten: am Sonntag keine wesentliche Änderung. Wir melden uns wieder mit letzten Nachrichten gegen 0:40 Uhr. Nein, wir sind noch nicht so weit, aber Samstag, 18. Juni, 22:20 Uhr, hier in diesem Theater, Run-Abend. Bis dahin ist der Mann fertig, dann haben wir eine richtige Musik, live, okay? Schaut rein, Run-Abend, Samstag, 18. Juni, habe ich schon gesagt, im ersten natürlich. Servus, ich muss noch proben. Liebe Zuschauer, sehen Sie nun Ruth Leuwerig und Peter van Eyck in dem österreichischen Spielfilm Ein Alibi zerbricht. Alfred Fuhrer, bekannt geworden durch seine Edgar Wallace-Verfilmungen, hat diese spannende Kriminal- und Ehegeschichte 1963 in Schwarz-Weiß gedreht. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Zum ersten Mal hat das polnische Parlament der Regierung in Warschau eine Abstimmungsniederlage bereitet. Statt wie gewohnt einer Personalentscheidung zuzustimmen, setzten die Abgeordneten in 3 Abstimmungen zum selben Thema ihren Willen durch. Anlass war der Plan der Regierung, den als eigenwillig geltenden General Hupalowski als Präsidenten der obersten Kontrollkammer abzulösen. Diese Kammer hat die Aufgabe, das Parlament über die Pläne der Regierung auf dem Laufenden zu halten. Die Abgeordneten bestätigten ihn im Amte, obwohl er selbst erklärt hatte, er wolle aufgeben. Zum neuen Außenminister Polens wurde Tadeusz Olechowski ernannt, der bisher stellvertretender Außenminister war. Olechowski, der vor Jahren sein Land auch einmal als Botschafter in der Bundesrepublik vertrat, gilt als Verfechter eines Kurses der wirtschaftlichen Annäherung an den Westen. In der Sowjetunion haben zum ersten Mal 2 Teilrepubliken offen entgegengesetzte Positionen bezogen.
2 Tage nachdem das armenische Parlament in Jerewan den Anschluss der armenischen Enklave Bergkarabach gefordert hatte, lehnte der oberste Sowjet von Aserbaidschan in Baku eine solche Neuregelung ab. In Bergkarabach leben überwiegend Armenier, die sich von den Aserbaidschanern unterdrückt fühlen. Entscheiden muss nun die Führung in Moskau. In der Gedenkstunde des Bundestages zum Tag der deutschen Einheit hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes Herzog davor gewarnt, es sich in der deutschen Frage zu leicht zu machen. Er wandte sich gegen die Formel von 2 deutschen Staaten auf deutschem Boden mit verschiedenen Gesellschaftsordnungen. Eine Nation ohne Willen zum eigenen Staat sei ein Unding. Allerdings wisse er nicht, so fügte Herzog hinzu, ob es den gemeinsamen deutschen Staat jemals wieder geben werde. Es sei angesichts der zunehmenden internationalen Verflechtungen nicht sicher, ob der Staat in der heutigen Form ewig fortbestehe. Nach 4-jährigem Streit haben sich die Umweltminister der Europäischen Gemeinschaft in Luxemburg über Höchstgrenzen für den Schadstoffausstoß aus Kraftwerken und Industriebetrieben geeinigt. Dieser Schadstoffausstoß soll grundsätzlich bis zum Jahr 2003 um 70% gesenkt werden. Großbritannien wurden Ausnahmeregelungen zugestanden. Bundesumweltminister Töpfer, der den Vorsitz der Konferenz führte, erklärte, er glaube, das Bestmögliche erreicht zu haben, sei aber nicht zufrieden. Eine Einigung der Agrarminister scheiterte in Luxemburg am Widerstand Griechenlands. Zuvor hatten sich 11 der 12 Landwirtschaftsminister darauf verständigt, die Agrarpreise für 88/89 auf dem Stand des Vorjahres einzufrieren. Griechenland jedoch will höhere